Moin liebe Bootsfreunde, Johann hier von eBootsmotoren TV. Wir gehen heute gemeinsam mit euch auf die größte Wassersportmesse, auf die Boot Düsseldorf. Wir starten gleich als erstes mit den Elektroaußenbordern mit mehr als 50 PS. Wir starten hier mit den elektrischen Außenbordern von der Firma Expluma aus China. Die haben jetzt schon eine ganz gewaltige Bandbreite an Modellen zwischen 50 bis 300 PS. Der Produktionsstandort China hat natürlich ein paar Vorteile. Einerseits die günstigen Kosten, andererseits auch eine ganz starke Technologieentwicklung. Nicht umsonst ist ja auch ePropulsion einer unserer wichtigsten Partner. Expluma hat ebenfalls ein breites Spektrum an Modellen geplant mit einem Fokus auf reine Gleitboote. Zur Auswahl stehen hier 70 PS, 150 PS und 300 PS sowie die Option einer Doppelmotorisierung. Man könnte sich also ein rein elektrisches Außenbordsystem mit 600 PS ans Boot hängen, mein lieber Schwan. Schauen wir uns kurz mal die einzelnen Modelle an. Die 70 PS Variante hat eine Dauerleistung von 40 kW und eine Spitzenleistung von 80 kW, ist daher also mit einem 100 PS Benzinmotor vergleichbar. Im Komplettsystem mit einer 40 Kilowattstunden Batterie reden wir hier von einem Gesamtgewicht von ca. 350 Kilogramm. Die 150 PS Variante hat 100 kW Dauerleistung und 150 kW Spitzenleistung. In der Spitze also vergleichbar mit einem 200 PS Außenborder. In Kombination mit einem 125 Kilowattstunden Akku reden wir hier über ein Gesamtgewicht von 350 Kilo. Das Boot muss also auch etwas größer sein, irgendwas zwischen 6 bis 8 Meter. Hier gibt es auch schon Fahrwerte. Mit dem Hebel auf dem Tisch sind bis zu 60 km/h realistisch machbar. Die 300 PS Variante hat 150 kW Dauerleistung und 225 kW Spitzenleistung. In Kombination mit einem 240 Kilowattstunden Akku reden wir hier über ein Gesamtgewicht von 1200 Kilogramm. Wie schon gesagt, kann auch immer eine Doppelmotorisierung gewählt werden. Dann können auch Boote bis 12 Meter oder mehr in Gleitfahrt versetzt werden. Auffällig ist jedoch das viel höhere Gesamtgewicht der Akkus. Das reduziert auch ein Stück weit die maximale Geschwindigkeit. In Tests mit dem 300 PS System wurden bis zu 90 km pro Stunde gemessen. Mit einem Blick auf den Motor fällt die Axial-Flux-Technologie auf, die auch mal von Propel ausprobiert wurde und mittlerweile von Rud Propulsion eingesetzt wird für die maximale Performance. Die Chinesen haben sogar ein eigenes Getriebe entwickelt für das hohe Drehmoment. Die meisten anderen verwenden ja notgedrungen ein Standardleck und können daher nie die volle Performance rausholen. Wir haben hier ein geschlossenes Kühlsystem, was bei der Leistung recht überraschend ist. Die größte Überraschung ist ehrlich gesagt der Preis. Wir reden hier noch lange nicht von einem Schnäppchen, aber die Expluma-Motoren können mal 20 bis 30% günstiger sein als von anderen Herstellern. Bei den Beträgen sind das schnell mal 10.000 €. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das war doch ein genialer Start. Wir schauen uns gleich noch ein paar weitere Außenborder und Podmotoren für Segelboote an und es geht noch um den meistverkauften E-Motor 2024, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Ganz neu auf unserer Plattform, obwohl es sie schon fast genauso lange gibt wie uns, seit 5-6 Jahren, ist der elektrische Außenborder von Remigo in der Form eines Ruderblattes. Das hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Der ganze Motor entfaltet eine Ruderwirkung und das spürt man auch bei der Fahrt. Mit nur 12 Kilogramm inklusive Akku, zuzüglich dem 2,5 Kilogramm Bracket, ist der Motor immer noch sehr leicht zu montieren und eignet sich perfekt für Schlauchboote, dank des höhenverstellbaren Schafts, aber auch für Segelboote. Dank des smarten Brackets ist der Motor flexibel einsetzbar. Ich kann nämlich die Eintauchtiefe verstellen. Das heißt, ich kann den Motor an einem Schlauchboot nutzen, aber auch an einem Segelboot. Das Einzige, was mir immer mal wieder ins Auge fällt, ist die Verarbeitung rund um die Pinne und von dem oberen Part des Motors. Das sieht ein bisschen gebastelt und unstimmig aus. Es gibt aber 2025 ein neues Modell, wo die Pinne nochmal komplett verändert wurde und sogar eine integrierte Fernsteuerung hat. Eine der tollsten Überraschungen 2025 ist sicherlich der ePropulsion E-Lite als Langschaft. Der Kurzschaft war 2024 nämlich unser meistverkaufter E-Motor mit integrierter Batterie. Der E-Lite ist perfekt für kleine Schlauchboote und mit 7,7 Kilogramm Gesamtgewicht perfekt für den Transport geeignet. Der Akku hält je nach Fahrweise für 1 bis 2 Stunden und das reicht für die meisten einfach aus. Ab ca. April gibt es jetzt den ePropulsion E-Lite als Langschaft zu kaufen. Der Motor ist wirklich perfekt geeignet, wenn ihr eine Segeljolle habt mit 400 bis 500 Kilogramm, 500 Watt Leistung, vergleichbar mit einem 1,5 PS Motor. Theoretisch könnt ihr den E-Lite mit der 750 Watt Boost-Funktion auch als Flautenschieber für Segelboote mit bis zu 750 Kilogramm nutzen. Wir haben hier eine echte Premiere von einem neuen Elektro-Außenborder von einem sehr bekannten Hersteller.
Neben mir seht ihr das erste Mal den Tohatsu Alaris 6.0. Gesamtbild sieht schon richtig gut aus. Optisch macht der Motor einiges her. Wir sind mal gespannt auf die technischen Daten. Ich bin gespannt, wie der Tohatsu-Motor wirklich in Deutschland ankommt. Aus meiner Sicht ist die Positionierung auch eher im Premium-Bereich. Wir haben eine beeindruckende Ausstattung, angefangen vom integrierten GPS über ein kleines 3 Zoll Display und einem integrierten elektrischen Trim. Der Trim ist allerdings bei 32 Kilogramm Gesamtgewicht auch nötig. Die Konkurrenz im Bereich 6 kW ist natürlich relativ hoch. Wir haben den Torqeedo Cruise, den ePropulsion Navy und auch Motoren von Mercury, Haswing, Metec, Elco und Aquamod. Das ist echt ein großes Angebot. Hier steckt aus unserer Sicht aber auch das meiste Potenzial in der Zukunft, da noch sehr viele Boote mit einem 10 PS Äquivalent nicht elektrisch unterwegs sind. Viele von den Motoren, die ich genannt habe, sind aber auch eher für Verdrängerboote geeignet. Wenn der Alaris 6.0 wie im Video leichte Konsolenboote so gut in Gleitfahrt versetzt und nicht an der Rumpfgeschwindigkeit hängen bleibt, wäre das ein echter Gamechanger. Aber ihr wisst ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Benziner sehen zum Beispiel fast alle gleich aus. Bei Elektromotoren sind die Unterschiede sowohl beim Propeller als auch bei der Bauform untenrum um die Gondel des Motors komplett unterschiedlich. Ich bin gespannt, ob sich da irgendwann mal so eine klare Linie auch herauskristallisiert, was nun wirklich besser ist. Noch mehr Außenborder, hier ein ganz neuer 6 kW Motor von Ilmor aus den USA und die sind Marktführer im Bereich der Dieselantriebe. Der war das erste Mal schon letztes Jahr zu sehen und jetzt ist der Motor mittlerweile fast serienreif und kann ab diesem Jahr bei uns gekauft werden. Ich konnte schon einen Blick auf die Fahrwerte werfen. In der Spitze wurden an einem Highfield-Schlauchboot knapp 24 km/h gemessen und das ist ein echter Topwert, den ich so bisher nur von Torqeedo kannte. Die weitere Konkurrenz bleibt eher etwas darunter. Das Design, insbesondere mit dem LED-Streifen, ist natürlich ein ganz besonderer Hingucker. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das in Deutschland zulässig ist. Man kann die Farben bei der Fahrt aber auch ausschalten. Mehr Infos dazu folgen bald auf unserer Website. Ist jemandem von euch etwas aufgefallen? Das Leck sieht nämlich 1:1 aus, wie gerade bei dem Tohatsu-Motor. Das liegt daran, dass die Tohatsu-Motoren auch von Ilmor produziert werden. Wir müssen mal ganz kurz einen Elektro-Stopp einlegen. Wir stehen hier vor der Brabus Shadow Black Ops mit 1200 PS, 3x400 PS Motoren mit 55 Knoten Topspeed. Ganz viel Spielzeug an Bord, vom Grill über Flügeltüren bis zum Brabus Jetboard ist alles möglich. Mich persönlich macht vor allem das Design sprachlos. Es ist sehr speziell, gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich finde es perfekt gemacht. Lieber Konstantin, falls du das siehst, es gibt so viele Seen, auf denen nur elektrisch gefahren werden kann. Vielleicht gibt es ja auch bald ein Elektro-Powerboot von Brabus. Spaß beiseite und liebe Grüße. Wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, aber wirklich nur dann, geht doch mal rüber auf den Kanal von Konstantin Brabus und schaut euch da die gesamte Premiere an. Wir rüsten ja ganz viele Segelboote auf Elektromotoren um, da die viele Vorteile bieten und die Reichweite meistens gar nicht so ein großes Thema spielt. Neben mir seht ihr hier erstmal die neue Modellreihe von Temo aus Frankreich. Angefangen mit einem 450 Watt Podmotor, einem 1000 Watt Podmotor und dem großen 3000 Watt Pod. Im Bereich der Podmotoren bieten wir hauptsächlich ePropulsion, Aquamod oder Torqeedo an. Darüber hinaus gibt es ja auch noch E-Tech, Rimdrive oder Waterworld. Den Preis der Podmotoren haben wir bisher noch nicht erfahren, aber wenn euch das interessiert, kontaktiert uns doch einfach mal im Nachgang und dann können wir euch auch noch ein paar mehr Details verraten und vielleicht kommt der Motor ja auch für euer Segelboot in Frage. Die Kontaktdaten blende ich euch wie immer unten ein. Der Hersteller Temo aus Frankreich ist ja besonders bekannt für den 450 Watt Motor mit der integrierten 290 Wattstunden Batterie. Der hat ein spezielles Design und eignet sich für Schlauchboote und Segelboote, insbesondere für kurze Strecken. Die Besonderheit ist auf den ersten Blick erstmal die eigenartige, langgezogene Form. Ein großer Pluspunkt ist jedoch das leichte Gewicht. Der Temo 450 wiegt nämlich nur 5,5 Kilogramm und ist extrem leicht im Handling. Vergleichbar sind eigentlich nur der ePropulsion E-Lite und ehemals der Thrust-Me Kicker. Bald kommt ja auch der Temo 1000 auf den Markt, ein 1 kW Außenborder mit integrierter Batterie. Und der besondere Vorteil ist hier, dass die Batterie herausnehmbar ist. Und das würden wir uns von ein paar anderen Herstellern auch wünschen. Es gibt ja nämlich noch den ePropulsion E-Lite und den Remigo One. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und mal einen finalen Blick auf die Mercury Avator-Reihe richten. Hier habt ihr den Mercury 75E und hier habt ihr den Mercury Avator 110E. Und hier unten sind zu sehen die 5,4 Kilowattstunden Batterien.
Technisch sind beide Modelle mit integriertem Trim im Vergleich zur Konkurrenz auf einem ganz anderen Level. Wir können euch hier mal noch ein paar kurze Eindrücke von der Testfahrt vom letzten Mercury Dealer Meeting in Hamburg einspielen. Was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ist, was für eine krasse Community wir haben. Der Daniel ist ein echter Macher und hat ein Mercury Avator 7.5e für sein Angelboot bei uns bestellt und das Teil einfach schwarz lackieren lassen mit grünen Akzentfarben, passend für sein Boot. Wie perfekt sieht das denn bitte aus? Lasst uns mal die Messe Revue passieren. Was fandet ihr am spannendsten? Schreibt uns das doch mal unten in die Kommentare. Ich fand auf jeden Fall diesen mega großen Elektro-Außenborder von Explomar cool, dicht gefolgt von der Brabus Shadow. Für die meisten von euch ist vielleicht der ePropulsion E-Lite als Langschaft am interessantesten. Was mich persönlich am meisten gefreut hat, ist, wie viele von euch eine Nachricht geschrieben haben oder vorher angerufen haben, dass sie auf die Boot Düsseldorf kommen und gefragt haben, ob wir uns dort treffen können. Mega Hammer! Lasst uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Abonniert am besten unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich auf der nächsten Bootsmesse. Macht's gut, euer Johann.